Guten Tag, liebe Studenten, mein Name ist Nils Weimann. Wir sind hier am Fachgebiet Bauelemente der Höchstfrequenzelektronik, das von mir geleitet wird. Unser Forschungsthema sind Nanostrukturen für Terahertz-Elektronik und auch für breitbandige Photonik. Im Hintergrund sehen Sie unser Gebäude, das ZHO, das ist das Zentrum für Halbleitertechnik und Optoelektronik. Dieses Labor ist etwas Besonderes, weil Sie hier als Studierende die Nano- und Halbleitertechnologie direkt an modernsten Geräten lernen können. Zunächst möchte ich Ihnen aber unser Angebot in der Lehre vorstellen. Für Bacheloranden ist das die Vorlesung Festkörperelektronik, auch FKE genannt. Hier geht es darum, sich mit Prinzipien der Quantenmechanik das Verhalten von Elektronen im Halbleiter zu erschließen, um dann erklären zu können, wie Elektronen mit Licht zum Beispiel interagieren. Zu der Vorlesung gehört auch eine Übung und ein Tutorium, in dem mit starker Betreuung die Inhalte nochmal nachgearbeitet werden. Weiter gibt es für Bacheloranden die Vorlesung Elektronische Bauelemente. Hier wird die Funktion von Transistoren und Dioden mit den Prinzipien aufbauend auf die FKE-Vorlesung erklärt. Später im Master haben wir weiterführende Vorlesungen, die sich an unseren Forschungsthemen orientieren. Das sind die Höchstfrequenz, Terahertz und Nanostrukturbauelemente, Schaltungen und Halbleitertechnologie und Nanoelektronik. Dazu bieten wir Ihnen auch Praktika an. Dort können Sie ein Hands-on-Verständnis für Elektronik gewinnen mit One-on-One-Betreuung. Unsere an der Forschung orientierten Bachelor- und Masterarbeiten werden im Labor durchgeführt, entweder im Messlabor oder im Reinraum. Und dort werden sie von unseren Doktorandinnen betreut. Und die zeigen Ihnen jetzt, wie es bei uns im Labor aussieht. Hallo zusammen, mein Name ist Alexander Postberg. Ich beschäftige mich mit der Entwicklung von Hochfrequenz-Bauelementen. Wie euch sicherlich bekannt ist, wird der Halbleitermarkt von Silizium dominiert. Aber während Silizium für Computerchips zum Beispiel erste Wahl ist, kann Silizium nicht alles. Zum Beispiel kann es kein Licht erzeugen, hohe Leistungen schalten oder eben höchste Frequenzen erreichen. Dafür sind andere Materialien deutlich besser geeignet, wie zum Beispiel Indiumphosphid. Das Besondere dabei sind Materialeigenschaften wie deutlich schnellere Elektronen oder eine besonders effiziente Umwandlung von Elektronen zu Licht. Die Herstellung dieser Materialien nennt man Epitaxie. Dabei werden aus meist gasförmigen Ausgangsmaterialien dünne Schichten des gewünschten Materials mit atomlagengenauer Präzision abgeschieden. Als Grundlage für die Abscheidung dieser Materialien benutzt man einen Wafer wie zum Beispiel diesen hier. Typische Aufgaben für Bachelorstudenten sind die Analyse dieser Schichten mit Röntgenstrahlung oder optischen und elektronischen Messmethoden. Ab dem Master gibt es dann auch die Möglichkeit, selbst an den Epitaxieanlagen zu arbeiten. Die so hergestellten Schichten bilden die Grundlage für die verschiedenen Bauelemente. Wie aus den Schichten ein echtes Bauelement wird, seht ihr im Folgenden. Guten Tag, ich bin Nazli. Ich designe hier Terahertz-Schaltkreise mit Ausgangssignalen über 500 GHz. Hier sieht man eine Schaltung aus verschiedenen Elementen, wie zum Beispiel Transistoren und Widerständen. Und hier ist die Übersetzung in ein reales Layout. Hi, mein Name ist Enes Mutlu und ich bin verantwortlich für die Prozesstechnik. In der Prozesstechnik geht es darum, nach der Epitaxie und mit dem Design aus der Simulation einen funktionierenden elektrischen Schaltkreis zu fertigen. Da es sich hierbei um Mikro- und Nanostrukturen handelt, wird eine möglichst staubfreie Umgebung benötigt. Das wird durch spezielle Filtertechniken in den Zuluft- und Umluftmaschinen ermöglicht. Das Mittel der Abbildung von Strukturen und auf Wafern ist die Lithografie. Das Ziel ist es, eine Struktur auf den Halbleiter zu übertragen. Als Vorlage dienen spezielle Masken mit der gewünschten Struktur. Auf den Halbleiter wird zunächst ein optisch empfindlicher Lack aufgeschleudert. Die Struktur wird auf den Lack mittels UV-Licht durch die Maske projiziert. Belichtete Stellen werden löslich und lassen sich einfach entfernen. Der Rest des Lacks verbleibt als Schutzmaskierung. Nun kann die Struktur auf den Halbleiter selbst übertragen werden. Das können Metall- oder isolierende Schichten über Aufdampfprozesse sein oder ein Ätzprozess in den Halbleiter. Ätzprozesse können nasschemisch, zum Beispiel in einer Säure, oder trockenchemisch in einer Plasmaätzanlage durchgeführt werden. Durch mehrfaches Wiederholen solcher und ähnlicher Techniken erhalten wir unseren fertigen Schaltkreis. Hallo, mein Name ist Simone Clocchiatti. Ich bin Hauptdoktorand in der BAH. Ich konzentriere mich in die Simulation und Vermessung von Terahertz-Schaltkreisen. Sie sehen hier eine Terahertz-Dioden mit integrierter Antenne, die wir selbst hergestellt haben
und die bei 350 GHz sehr empfindlich Signale detektieren kann. Wie Sie gesehen haben, behandeln wir die ganze Kette vom Material über die Prozesstechnik bis zu spezialisierten Messungen. An jeder Station lernen Sie Methoden und Anlagen kennen, die so auch in der Industrie angewandt werden. Gleichzeitig bekommen Sie tiefe Einblicke in die Halbleiter-Bauelementmaterialien und die Nanotechnologie für Anwendungen von morgen, die in Kommunikation, Robotik und autonomem Verkehr zu finden sind. Ab dem zweiten Semester können Sie bei uns als studentische Hilfskraft aktiv werden und natürlich bieten wir Ihnen Abschlussarbeiten für Bachelor und Master in unseren Laboren an. Und das auch in Zeiten von Corona. Wir freuen uns auf Sie.